gehört ja dazu, auch mal seine kleinen Fehltritte zu teilen, zu sagen, was hat man daraus gelernt. Also was ist passiert? Ich stehe häufig auf der Bühne und werde gefragt für Vorträge, so wie auch jetzt diese Woche, stand am Empfang und habe festgestellt, oh boy, ich habe ein völlig anderes Thema vorbereitet als das, worum es bei der Veranstaltung geht. Was kann man wirklich in so einer Situation tun? Es gibt einen Hack, den muss man ein bisschen üben, den kann man nicht von heute auf morgen, aber der hat damit zu tun, dass man, auch wenn es mal unangenehm ist oder wenn man merkt, so, das ist eigentlich nicht mein Ding, trotzdem dafür sorgen kann, dass man A, durch die Situation kommt und häufig B, deutlich besser rauskommt und Leute sagen, das war richtig geil. Und das Ding nennt sich Lean into the Situation. Das würde ich einmal heute mit euch teilen, weil das ist jetzt eine sehr aktuelle, brandaktuelle Erfahrung. Das heißt, ich stand blank auf der Veranstaltung. Es kam noch dazu, dass dann die Technik nicht lief. Das ist häufig der Fall, waren alle super bemüht und super hilfreich, aber ich komme eben halt immer mit einem MacBook und einer Apple Keynote-Präsentation, weil die einfach deutlich mehr Volumen schafft, mit Videos und so weiter. So, jetzt mach mal ran hier. Das ist. Und dann einen Soundfile abspielen. Jawohl, habe ich schon offen. So ist das, Last Minute. Ja. Oh. Leute. So ist das. Man gibt die Challenge für letzte Minute. Auf jeden Fall könnt ihr euch vorstellen, in der Situation alle am Wirbel, man hat dann auch nicht mehr die Zeit, viel nachzudenken. Dieses Lean into the Situation bedeutet, dass man eben nicht rausrennt und sagt, oh Gott, das ist alles anders hier und ich renn weg, sondern sich darauf konzentriert, was passiert hier gerade. Und die eine wichtigste Sache, mit Abstand die wichtigste Sache, die man dann tun kann, ist, voll in dem Moment präsent zu sein mit den Leuten im Raum und ein Stück weit diese Energie mit aufzunehmen. Und nicht zu denken, okay, was sage ich gleich, wie fange ich an? Sondern sich mit den Leuten zu verbinden und zu merken, was passiert hier eigentlich gerade. Also, konkretes Beispiel, gestern ging es um das Thema Workspace, Homeoffice versus Büro und so weiter. KI spielte auch eine Rolle, New Work spielte auch eine Rolle und es wurden diverse Sachen vor meiner Keynote diskutiert. Und wenn ich voll in der Situation bin, lean into the situation, habe ich die Möglichkeit, gewisse Dinge aus dem Raum aufzugreifen und zu merken, Mensch, da hätte ich jetzt eine Frage zu. Interessant. Warum greife ich nicht diese Frage auf und starte damit in die Situation rein? Und es ist völlig egal, ob ihr, wie gesagt, einen Termin habt, der anders vorbereitet gewesen wäre oder ein Gespräch oder ein Vortrag. Ihr lehnt euch in diese Situation und schaut, was beschäftigt eigentlich gerade die Leute, die da sitzen. Und das ist kein Hokuspokus, sondern man kann wirklich in den Augen ablesen, wenn die Fragen kommen, wenn Themen diskutiert werden. Was ist gerade das konkrete Thema? Was ich dann natürlich mache ist, weil häufig sollen ja trotzdem Slides präsentiert werden, natürlich habe ich dann irgendwelche Folien parat, aber streiche die dann spontan noch zusammen. Oder wenn es gar nicht anders geht, wenn es wirklich gar nicht anders geht und überhaupt nicht passt oder die Technik ausfällt, das hatte ich auch schon mal, dann arbeite ich eben ohne und konzentriere mich darauf, in dieser Connection, in dieser Verbindung mit der Audience zu bleiben in der Situation. Es ist super unangenehm, wenn sowas passiert. Und es passiert echt selten. Viele neigen dazu, zu sagen, ich muss mich eine Woche vorbereiten, ich brauche ein Skript, ich muss überlegen, was ich tue. Und eigentlich ist das nur eine Beschäftigung mit einer zukünftigen Situation, die noch gar nicht eingetreten ist. Und in so einem Moment, wenn sowas passiert, hat man gar nicht die Zeit mehr, darüber nachzudenken und zu sagen, what do I do now? Hier kommt jetzt der Hack, ganz konkret, wenn ihr merkt, ihr habt beispielsweise eine Runde für euch, sagen wir mal 20 Leute in einem Workshop. Das Thema des Tages trifft nicht das, was ihr vorbereitet habt, weil ihr plötzlich wahrnehmt, die sind gerade ganz anders unterwegs oder die Vibes sind nicht gut oder was auch immer. Wenn ihr dann einfach mit eurer Agenda loslegt, dann passiert das, dann trennt ihr euch quasi von den Leuten, die da sitzen, die gerade ganz woanders sind, auf und macht euren eigenen Film. Den zieht ihr zwar durch und der mag auch gut sein, aber ihr hängt die komplett ab. Und der Hack ist ganz einfach, lean into the situation. Ihr fragt und macht eine Erwartungsrunde und sagt, bevor wir loslegen, kurze Expectation Round, jeder äußert in einem Satz, was ist meine Erwartung für heute? Und dadurch, dass jeder was gesagt hat, hat jeder schon mal das Gefühl, das eigene Thema wurde zumindest mal platziert und aufgenommen. Und ihr könnt dann selber abschätzen als Moderator oder als Speaker oder was auch immer oder Speakerin, nehme ich das aufs Parking Lot und mache das irgendwann mal, sage das auch, dass es heute nicht stattfindet. Oder ich sage, okay, werden wir uns heute anschauen, wird heute ein Thema und so weiter. Und allein durch diese Runde könnt ihr feststellen, wer redet wie lang, wer redet wie intensiv, was sind da noch für Themen und habt eine ganz andere Grundlage, um reinzustarten. Gestern in meiner Audience war das natürlich nicht möglich, alle zu fragen. Aber ich habe dann mit einer Frage begonnen an die Audience, wo ich gesagt habe, wer weiß denn, welches das größte KI-Rechenzentrum der Welt ist? Einfach mal Faktenlage. Und ich habe das eben kurz vorher nachgeschaut nochmal und überprüft. Und so hatten wir ein bisschen Interaktion im Publikum. Und mit solchen Themen stellt man die Verbindung her. Und das ist eben lean into the situation. Wenn es also mal kneift,
das wäre der Way Forward, um einen verdammt guten Tag aus einer solchen Situation zu machen. Und ich glaube, das ist mir gestern am Ende dann doch gelungen. Und ich werde mehr Einblicke und Fails dieser Art auch in der Zukunft teilen. Kommentiert mal, was ihr denkt. Was war euer biggest Fail, den ihr da hattet? Wie seid ihr vorgegangen? Und wenn ihr dazu noch weitere Gedanken und Fragen habt, dann in die Kommentare. Ich werde schauen, dass ich am Wochenende wieder mehr durchgehe.